Gesundheit braucht Verstand. Ihr habt so ein Ding zu Hause, ihr habt Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und ihr rollt und danach wird's besser? Klar, Bewegung tut gut. Kleine Massage, Verspannung lösen. Das ist nämlich immer besser, als statisch irgendwo rumzusitzen. Aber am nächsten Tag sind die Schmerzen wieder da und ihr rollt wieder. Auf YouTube gibt es Kanäle mit Millionen Abonnenten. Eine ganze Industrie aus Rollen, Therapeuten, Ausbildung und alle erklären euch, eure Faszien sind verklebt und deshalb habt ihr Schmerzen. Ich habe vor 2 Jahren in einem Video schon mal gesagt, Faszien verkleben nicht. Und die jüngste Forschung, die bestätigt genau das. Die Theorie der Faszienverklebung ist also wissenschaftlich nicht haltbar. Keine einzige Studie konnte je eine Verklebung nachweisen. Eure Faszien sind nicht nur ein dünnes Häutchen, das eure Muskeln einpackt, sondern sie sind ein wichtiges Sinnesorgan. Sie sind durchzogen mit mehr Nerven als der Muskel selbst. Schmerzrezeptoren, Lagesensoren, alles, was euer Gehirn braucht, um zu wissen, wo bin ich, wie bewege ich mich und wo stimmt was nicht. Und wenn ihr versteht, was sie euch sagen, dann versteht ihr auch, warum eure Schmerzen immer wieder kommen. Und was ihr aktiv tun könnt, damit sie aufhören. Fangen wir an mit dem Thema Verklebung. Zwischen euren Faszien und Muskeln ist Hyaluronsäure, ein Schmiermittel. Und dieses Schmiermittel hat eine Eigenschaft. In Ruhe wird es zäh. Das kennt ihr vom Ketchup. Steht es im Kühlschrank, es kommt nicht aus der Flasche. Schüttelt ihr es einige Male, wird es flüssiger. Das ist der Unterschied zu Newtonschen Flüssigkeit. Die Konsistenz des Hyaluron verändert sich durch Bewegung. Genau das passiert in euren Faszien. Deswegen bewegt ihr euch morgens relativ steif und nach einigen Bewegungen geht es schon deutlich besser. Das ist Physik. Aber das ist keine Verklebung. Da verklebt nichts. Und wie ich schon gesagt habe, keine einzige Studie hat jemals eine Faszienverklebung nachgewiesen und es ist nicht einmal definiert, was denn eine Verklebung überhaupt sein soll. Was euch auch gerne erzählt hat, wenn ihr irgendwo Schmerzen habt, euer Muskel ist verkürzt, deswegen tut's weh. Dehnt den mal ordentlich, dann wird er lang und dann geht's besser. Das klingt ja auch erstmal logisch, aber da gibt's die Biomechaniker Wepler und Magnussen und die beiden haben sich das mal genau angeschaut. Die haben Leute über Wochen dehnen lassen und haben dann gemessen, was hat sich verändert. Und das Ergebnis war, der Muskel ist nicht länger geworden. Die Kraftdehnungskurve, also die mechanischen Eigenschaften, die waren identisch. Was sich verändert hat, das war das Nervensystem. Das hat gelernt, den Dehnungsschmerz besser auszuhalten. Also ihr haltet mehr Schmerz aus, aber der Muskel ist derselbe. Das muss man aber fairerweise sagen, bei sehr langen Programmen, über 8 Wochen, da können sich die Strukturen in den Muskeln tatsächlich verändern. Zumindest gibt es die Debatte, aber die Grundaussage, die steht. Was ihr nach dem Dehnen als mehr Beweglichkeit spürt, das ist erstmal eine veränderte Schmerztoleranz. Also, wenn euch jemand sagt, euer Muskel ist verkürzt und ihr müsst ihn wieder lang dehnen, dann ist das gar nicht haltbar. Gut, was sind Faszien eigentlich? Die meisten denken so ein dünnes Häutchen um die Muskeln wie eine Verpackung. Wer beim Metzger einmal so ein Stück Fleisch gesehen hat, mit einer weißlich dünnen Schicht drumherum, das sind die Faszien. Aber Faszien sind nicht nur Verpackung. Wie ich schon gesagt hatte, in euren Faszien sitzen mehr Nerven als in euren Muskeln selbst. Schmerzrezeptoren, sogenannte Nozizeptoren, die melden dem Gehirn, hier stimmt was nicht. Und Lagesensoren, sogenannte Propriozeptoren, die sagen eurem Gehirn, wo bin ich, wie bewege ich mich gerade, wie ist die Spannung. Also eure Faszien sind Teil des Nervensystems, ein Informationssystem, das ständig mit eurem Gehirn kommuniziert. Und das nächste, was man wissen muss, die Faszien sind untereinander verbunden, von Muskel zu Muskel als Ketten durch den ganzen Körper. Wenn irgendwo eine Spannung entsteht,
leiten die Faszien mechanisch weiter über die gesamte Kette. Der Schmerz im Nacken kann seinen Ursprung in der Schulter haben oder im Rücken und sogar in der Hüfte. Und dann kommt noch etwas hinzu: Im Hirnstamm laufen die Schmerzsignale aus verschiedenen Regionen auf gleichen Nervenbahnen zusammen. Das bedeutet, euer Gehirn kann oft nicht sauber unterscheiden, woher der Schmerz denn überhaupt tatsächlich kommt. Die Faszien leiten die Spannung weiter und das Gehirn kann nicht sauber zuordnen. Also wenn ihr Nackenschmerzen habt und jemand drückt auf euren Nacken oder ihr setzt die Rolle an eurem Nacken an, dann behandelt ihr die Stelle, wo euer Gehirn denkt, dass es weh tut. Aber die Ursache kann ganz woanders sitzen. Und genau da wird es interessant. Wenn in eurem Körper ständig falsche Bewegungen, Signale laufen, dann melden die Faszien das an euer Gehirn. Ständig über die Lagesensoren und über die Schmerzrezeptoren. Und wenn die Haltung dauerhaft falsch ist, dann entstehen widersprüchliche Signale. Das Gehirn bekommt Informationen, die nicht zusammenpassen. Und es reagiert. Erst mit Anpassung und dann mit Veränderung im Gewebe selbst. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Ihr erinnert euch an Hyaluronsäure als Schmiermittel zwischen Muskel und Faszien. Morgens zäher, nach Bewegung flüssiger, das war der Ketchup-Effekt und das ist normal. Aber wenn eine Fehlbelastung dauerhaft läuft, nicht ein Tag, nicht eine Woche, längere Zeit, dann passiert etwas anderes. Die Hyaluronsäure polymerisiert, das heißt, die verändert ihre chemische Struktur. Sie bindet weniger Wasser und wird dauerhaft dickflüssig. Und das ist jetzt nicht mehr der Ketchup-Effekt, den man mit Bewegung wegbekommt. Die Faszienschichten gleiten nicht mehr sauber übereinander. Und das nennt man Densifikation. Das ist aber keine Verklebung, das ist eine Konsistenzveränderung. Aber die Folgen sind real. Steifigkeit, eingeschränkte Bewegung, Schmerz. Das hat man untersucht und mit Ultraschall gemessen. Und die Untersuchung hat auch festgestellt, Densifikation ist reversibel, also rückstellbar. Das heißt, euer Gewebe kann sich wieder erholen, wenn ihr die Ursachen abstellt. Und genau das ist der entscheidende Unterschied, was als nächstes passiert, wenn man nichts ändert. Wenn die Fehlbelastung weiter besteht und die Densifikation nicht zurückgeht, dann baut sich nämlich das Gewebe komplett um. Bestimmte Zellen, die normalerweise Kollagen produzieren, also genau das Material, aus dem eure Faszien bestehen, die schalten um auf Narbengewebe. Und das nennt man Fibrose. Und jetzt wird es problematisch, denn das Narbengewebe löst Entzündungen aus. Und die Entzündungen wieder, die lösen weiteren Umbau aus. Und der Umbau löst wieder weitere Entzündungen auf. Das ist ein Kreislauf, der sich selbst am Leben hält. Auch wenn jetzt die ursprüngliche Fehlbelastung aufhört, läuft der Kreislauf weiter. Und am Ende passieren zwei Dinge, die ihr kennen müsst. Euer Gehirn kann den Schmerz gelernt haben. Und selbst wenn die Ursache weg wäre, würde das Gehirn nach wie vor Schmerz melden, weil es nämlich den Schmerz gelernt hat. Und das nennt sich zentrale Sensibilisierung. Und das ist der Grund, warum manche Menschen Schmerzen haben, die kein Arzt erklären kann. Und zweitens, das Nervensystem, das auch euren Herzschlag, eure Verdauung und euren Schlaf steuert, das autonome Nervensystem, das gerät aus dem Gleichgewicht. Und dann habt ihr nicht nur Schmerzen, sondern ihr schlaft schlecht, ihr seid erschöpft, eure Verdauung spielt verrückt. Und das alles, weil man nicht richtig auf die eigentlichen Ursachen geschaut hat. Aber so weit muss es nicht kommen. Densifikation ist reversibel und Fibrose lässt sich aufhalten, wenn man die Ursachen kennt. Wir haben vorhin über Ketten gesprochen. Die Faszien leiten Informationen weiter vom Muskel zu Muskel durch den ganzen Körper. Und wir haben gesagt, falsche Haltungs- und Bewegungsmuster erzeugen falsche Signale. Aber was sind das eigentlich für Muster und woher kommen die? Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Euer Kopf wiegt 4 bis 6 Kilo. Der sitzt genau auf der Wirbelsäule. Und solange er genau im Gleichgewicht ist, hält er sich in Balance. Und sobald der Kopf nach vorne wandert, nur ein paar Zentimeter, vervielfacht sich die Last, die eure Nackenmuskulatur aushalten muss. Das ist reine Physik, Hebelgesetz. Und die meisten denken jetzt, das kommt vom Sitzen am Schreibtisch, vom Handy. Stimmt teilweise, aber die Ursachen sitzen tiefer.
Wenn ihr zum Beispiel durch den Mund atmet, liegt die Zunge unten flach im Mund. Und wenn die Zunge da unten liegt, dann fehlt der Muskulatur, mit der die Zunge eng verbunden ist, die Spannung. Die feine Muskulatur, die euren Kopf eigentlich balancieren soll, genau, die fällt aus. Und die großen Halsmuskeln müssen übernehmen. Die können gut halten, aber nicht balancieren. Der Kopf geht nach vorne, nicht weil ihr krumm sitzt, sondern weil die Muskulatur, die ihn in Balance hält, nicht arbeitet. Und dann kommt das Schlucken dazu. Im Hals sitzt so ein kleiner Knochen, das Zungenbein. Und der ist nur mit Muskeln verbunden und hat keine Verbindung zu anderen Knochen. Und über den läuft alles zusammen. Zunge, Kehlkopf, Nackenmuskulatur. Ihr schluckt 1500 bis 2000 Mal am Tag. Und wenn die Zunge im Mund nicht richtig positioniert ist, kann die Feinmuskulatur am Zungenbein auch nicht richtig arbeiten. Und wenn die nicht arbeitet, dann kippt die Kopfbalance. Und wenn der Kopf aus der Balance ist, muss die große Nackenmuskulatur kompensieren, und zwar dauerhaft. 2000 Mal mit falschen Bewegungen schlucken bedeutet, 2000 Mal am Tag fällt die Feinjustierung der Kopfbalance weg. Und über eure Faszien pflanzt sich die Kompensation nach unten fort. Nacken, Schulter, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule bis ins Becken und in die Beine. Und das ist der Grund, warum manche Menschen Nackenschmerzen, Schulterschmerzen und Rückenschmerzen gleichzeitig haben. Und 4 verschiedene Spezialisten 4 verschiedene Diagnosen stellen. Alle behandeln das Symptom. Keiner fragt, wie atmet er, wie schluckt er, wie ist sein Kopf ausgerichtet. Und das ist die Kette: gestörte Basisfunktion, gestörte Haltung und Bewegungsmuster, falsche Signale in den Faszien, Densifikation und Fibrose. Und da kommt noch etwas hinzu. Wenn ihr durch den Mund atmet, ist euer Stressnerv ständig aktiv, der Sympathikus. Und zwar dauerhaft. Eure Muskulatur ist ständig angespannt und bekommt kein Signal zur Regeneration. Und das, weil der Parasympathikus, der Entspannungsnerv, kein Signal bekommt und deswegen gar nicht zum Zug kommt. Eure Muskeln sind überaktiv, eure Faszien melden ständig Spannung und euer Nervensystem kommt nie zur Ruhe. Und dann wundert man sich, warum das Gewebe irgendwann empfindlich reagiert. Und jetzt sagt jemand, roll mal über die Faszien, die sind verklebt. Und dann wird alles besser. Das kann nicht funktionieren. Ein bisschen Massageeffekt, Verspannung kurzfristig lösen, ja. Aber wenn das, was ich gerade erklärt habe, nicht stimmt, wenn also die Basisfunktionen nicht stimmen, dann könnt ihr rollen, so viel ihr wollt. Die Ursache bleibt und morgen sind die Schmerzen wieder da. Also was tut man? Wir haben jetzt die ganze Kette durchgesprochen, von den gestörten Basisfunktionen über die Kompensation bis hin zu Gewebeveränderungen. Und die Frage ist jetzt, wo setzt man an? Nicht am Ende der Kette, nicht an der Stelle, wo es weh tut, sondern am Anfang, an den Basisfunktionen. Atmung, Schlucken, Kopfbalance. Jetzt muss man sich klar machen, wenn diese Muster falsch laufen seit der Kindheit, und das ist bei den meisten Menschen der Fall, dann hat das Gehirn das als Normalzustand abgespeichert. Die Muster sitzen tief im Gehirn verfestigt, die laufen automatisch, auch im Schlaf. Das könnt ihr nicht so einfach umschalten. Und was bedeutet das für eure Faszien? Würden die Basisfunktionen wieder stimmen, dann fallen die Kompensationsketten weg. Die Nackenmuskulatur muss nicht mehr dauerhaft gegenhalten. Die Faszien bekommen saubere Signale statt Daueralarm. Und die Densifikation, erinnert euch, das war die erste Stufe der Gewebebelastung. Die ist reversibel. Das Gewebe kann sich erholen, aber nur dann, wenn die Ursache wegfällt. Wir haben dafür die Festformertherapie entwickelt. Ja, wir haben ein eigenes Gerät entwickelt aus neurowissenschaftlicher Sichtweise. Dabei war uns klar, dass diese Muster bei der Geburt richtig angelegt waren. Jeder Mensch wird mit den richtigen Mustern geboren, aber durch äußere Einflüsse werden sie verstellt. Sie schleifen sich ein Leben lang und irgendwann fällt einem das mit Rücken- und Nackenschmerzen zum Beispiel, gibt eine ganze Menge anderer Ausfälle, fällt einem das auf. Und das ist keine unhaltbare Faszientheorie. Das ist, wie wir gerade erklärt haben, die logische Konsequenz. Es kann nicht anders sein. Atmung, Schlucken, Kopfbalance ist ein triadisches System. Sie trainieren sich gegenseitig. Wenn eine schwach ist, sind alle 3 schwach. Man braucht also ein Training, das alle 3 gleichzeitig anspricht und das die richtigen Reize setzt, damit das Gehirn
die richtigen Abläufe lernen kann. Der Faceformer setzt gezielte Reize an Lippen, Zunge und Gaumen und trainiert alle 3 Basisfunktionen gleichzeitig. 5 bis 10 Minuten pro Trainingseinheit und in der Nacht angewendet, weil gerade im Schlaf die falschen Bewegungsmuster am stärksten laufen. Und eins muss klar sein, das ist keine Wunderpille. Man muss sich bewusst machen, wie lange die Fehlfunktionen schon falsch laufen. Seit früher Kindheit in der Regel. Das Training mit dem Faceformer braucht Wochen und Monate. Aber der Unterschied zu einer Faszienrolle ist, ihr arbeitet damit an der Ursache. Und wenn die Ursachen aufgelöst sind, dann sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das Gewebe auch wieder regenerieren kann. Wie die Übungen genau funktionieren, zeigt euch die Faceformer App. Ihr findet den Link in der Beschreibung unter dem Video. Gut, was nehmt ihr mit aus diesem Video? Faszien verkleben nicht und eure Muskeln verkürzen sich nicht. Und eure Faszien sind ein Sinnesorgan. Und wenn die Basisfunktionen nicht stimmen, dann melden die das. Und zwar dauerhaft. Und das Gewebe reagiert. Densifikation ist die erste Stufe und ist reversibel, wenn man die Ursachen angeht. Fibrose ist die zweite Stufe und da wird es schon schwierig. Und seine Ursache, die kaum jemand auf dem Schirm hat, sitzt tatsächlich in 3 Basisfunktionen. Atmung, Schlucken, Kopfbalance. Rollen tut gut, aber es ändert nichts an den Ursachen. Und solange die Ursachen bleiben, kommen die Schmerzen wieder. Gesundheit braucht Verstand. Wenn euch das Video geholfen hat, dann teilt es mit den Menschen, die seit Jahren rollen, dehnen und nicht verstehen, warum die Schmerzen immer wieder kommen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und drückt auf die Klingel und schreibt mir in die Kommentare, wie sind eure Erfahrungen? Hilft das Rollen wirklich oder sind die Schmerzen wieder gekommen? Und ich sage wieder, tschüss für heute.